Hi, heute geht es mir um eine Berberis Thunbergi. Ja, heute wollen wir mal über eine Berberis Thunbergi sprechen. Das ist eine Berberitze. Die habe ich vom Häckselplatz gefunden. Das ist auch eine gute Variante, um an billiges Material zu kommen. Muss man natürlich gucken, wie frisch die Pflanzen sind, aber hier waren die Blätter noch völlig in Ordnung und das Wetter hat auch mitgespielt. Es war ja relativ regnerisch und da ist das kein Problem. Jetzt muss ich mal sehen, an der Berberitze hängt noch eine kleine Taglilie dran. Da muss ich mal gucken, ob ich die gerettet kriege irgendwie. Weil das kann ja auch was Schönes sein. Muss mal gucken. Eine seltene Sorte oder sowas. Ja, okay. So, da ist sie. Na, komm her hier. So. Also warum Berberitze gerade? Berberitze ist eigentlich ja eine ziemliche stachelige Hecke und auch ziemlich böse. Also wenn ihr Berberitzen mal einen Dorn mal einen Finger hattet, das ist wirklich böse. Aber die Berberitzen kriegen wunderschöne rote Blätter und gelbe Blüten. Und die sind auch ziemlich zierlich mit den Blüten, wachsen aber auch relativ stark. Wo habe ich die Idee daher gehabt? Die Idee habe ich her von einer alten Bonsai Focus Zeitung. Ich habe die aus der Bonsai Focus 6 2007. Das ist die November-Dezember Ausgabe. Wer die irgendwie zu Hause hat oder in dem Zeitraum schon mal die Bonsai Focus schon gelesen hat, der kann sich die Bilder auf jeden Fall mal angucken. Da hat einer, ich werde dann vielleicht mal ein Bild reinstellen. Ich weiß zwar nicht, ob das erlaubt ist, aber ich zeige dann mal ein Bild. Und so soll die werden. Es ist jetzt auf jeden Fall so, dass hier der Baum noch ziemlich viele Stämme hat. Die müssen wir alle radikal einkürzen. Also das ist auf jeden Fall die erste Maßnahme, die ganzen Stämme einkürzen. Und bei dem Baum ja, eine gewisse Vorderseite finden. Das werden wir mal sehen. Und das machen wir heute auf jeden Fall zusammen. Wir werden den Baum zurückschneiden. Wir werden den Baum zusammen eintopfen. Und dann gucken wir uns zum Schluss mal das Endergebnis an. Ja, das ist so der grobe Plan. So, fangen wir mal an mit den Stämmen einkürzen. Ich habe dazu meine Felko genommen, weil die Bonsai-Schernen, ihr müsst wissen, Berberitzen haben wahnsinnig hartes Holz. Also von daher, hier braucht man schon ein paar Sägen und härteres Werkzeug, um hier durchzukommen. So, das ist auf jeden Fall der Rückschnitt von der Krone gewesen. Ihr seht, ich habe die relativ stark zurückgeschnitten. Es ist bei den Berberitzen kein Problem. Die treiben sehr gut aus dem Altner Holz aus. Als Vorderseite habe ich mich im Endeffekt hier für die entschieden, weil wir hier wunderschöne Wurzeln haben. Wir haben hier eine schöne große Wurzel, wir haben hier eine schöne große Wurzel. Hier haben wir eine sehr große Wurzel, das macht aber nichts, weil die anderen, die holen das auch noch ein. Und wir haben hier eigentlich ringsrum schöne Wurzeln. Ein bisschen gucken muss ich noch,
hier hinten muss ich noch ein bisschen sehen, was ich hier mache. Wahrscheinlich muss ich hier mit den Wurzeln noch ein bisschen tiefer gehen, dass der Baum ein bisschen rausguckt, dass man auch den starken Stamm, den sie hat, dass man das auch ein bisschen, dass das ein bisschen zur Kenntnis kommt. Also es soll auf jeden Fall, es ist ja kein Geheimnis bei mir, es soll auf jeden Fall die Showing-Größe werden. Also wir wollen von der Schalenkante ab Maximalgröße von 20 cm haben. Das streben wir hier bei dem Baum an. Und jetzt als nächste Aufgabe, jetzt machen wir hier in dem Wurzelbereich ein bisschen Ordnung. Müssen gucken, dass wir hier unten haben wir relativ starke Wurzeln, dass wir hier vielleicht sogar nochmal die Säge ansetzen und hier nochmal mit der Säge diesen Knubbel auflösen. Und dann kommt da eine Trainingsschale und dann geht es ab ins Gewächshaus. Und dann gucken wir mal nächstes Jahr, wie sich der Baum entwickelt, wie er austreibt. Wenn er austreibt, das weiß man ja auch noch nie. Und da hoffen wir mal das Beste. Gut, dann bearbeite ich mal die Wurzeln und dann sehen wir uns dann beim Einpflanzen wieder und dann gucken wir uns das mal an. So, ich habe den Baum jetzt noch ein bisschen gewaschen und alles zurückgeschnitten. Die Wurzeln habe ich auch gekürzt. Der Rest, der bleibt erstmal so. Das wird dann in den nächsten Jahren dann so ein bisschen selektiert, was jetzt stört und was nicht stört. Das wird dann erst interessant, wenn er dann wirklich in eine richtige Bonsai-Schale kommt, in eine kleine Show-In-Schale. Da wird das dann natürlich ernst. Was ich auf jeden Fall noch machen werde, hier unten, was ich gesagt hatte, diesen Knubbel, den dicken, den sägen wir auf jeden Fall noch ab. Also das ist auf jeden Fall eine Arbeit. Ihr seht ja hier diesen dicken Knubbel, das sägen wir hier noch gerade ab. Und dann kann der Baum in seine Trainingsschale und dann geht er ins Gewächshaus. Und dann ist Daumen drücken, dass er ja auch durchkommt, dass er auch austreibt. Aber ich denke mal schon. Gut, das sägen wir dann noch ab. Gut. So, ihr seht, jetzt ist er schön flach. So soll das sein. Und jetzt pflanzt man in seine
So, okay. Jetzt ist der Baum fertig eingetopft. Ihr seht, jetzt muss ich noch ein paar Schnittstellen versiegeln und dann sind wir mit dem Baum schon soweit durch. Dann kann er ins Gewächshaus gehen und dann werde ich mal sehen, wie er sich entwickelt. Ihr seht, die Knospenzange hat wirklich sehr zu tun hier. Also das ist echt hartes Holz. So, jetzt verschließe ich die Wunden noch mit der Wundpaste von Carnation. Da sind wir fertig mit der Arbeit. Die Berberitze ist eingepflanzt. Ihr seht, ich habe die Wunden noch verschlossen. Ich habe sie noch ein bisschen ausgehöhlt, dass es auch wirklich, wenn sie Kallus bilden, dass der dann schön flach zuwachsen kann. Jetzt wollte ich euch noch was zeigen. Und zwar, wenn ihr bei einer Berberitze von den Wurzeln solche kleinen Abschnitte habt, die braucht ihr auf jeden Fall nie wegschmeißen. Die kann man auf jeden Fall auch in einen Topf setzen. Und wenn man Glück hat, wächst daraus vielleicht auch noch ein kleiner Baum. Und deswegen kann man auf jeden Fall mal probieren.
Gut, das soll es für die Berberitze gewesen sein. Ich hoffe, wir sehen uns im Frühjahr mit Blätter wieder und würde mich auf jeden Fall über ein Abo freuen. Und bis zum nächsten Video. Ciao!